Moinsen Leute, willkommen hier zu The Walking Dead Survivors und ich habe in der letzten Zeit viele Anfragen bekommen. Wie ist das mit den Hunden? Ich habe doppelte Fähigkeiten. Wie ist es am besten, wie man Hunde tauscht? Von daher habe ich mir gedacht, wir nehmen heute mal ein Tiervideo auf, ja, ein Hundevideo, und ich erkläre euch so einige Sachen, aber auch einige Problemlösungen, die wir uns genauer anschauen. Ja, wir gehen mal gleich mal rein hier in meiner Hundehütte und wir haben jetzt ein Problem. Ja, okay, pass auf. So, mein Rottweiler hat goldene Skills, hat epische Skills und hat blaue Skills. Nun möchte ich aber, dass ein Skill ersetzt wird. Wie kann ich das am besten machen? Und zwar können wir das so machen, wir gehen auf Skill lernen und jetzt kommt die Besonderheit. Ihr seht, ich möchte jetzt zum Beispiel diesen Skill, den möchte ich tauschen, gezielt tauschen mit oder ersetzen mit einem epischen Skill. Nun könnte ich diesen Skill, den blauen Skill, jetzt upgraden. Dazu kommen wir aber später. Ich möchte aber keine Rubine ausgeben zum Upgraden, weil ich habe noch diese Fähigkeit in meinem Rucksack. Wie gehen wir dabei vor, dass wir doppelte Skills oder auch Skills, die du überschreiben möchtest, gezielt entfernen können bzw. ersetzen können? Das machen wir, indem wir alle Skills sperren. So, ich zeige euch das mal ganz kurz. Natürlich braucht ihr dafür auch genügend Schlösser. Wir sperren alle Skills, die nicht überschrieben werden sollen. Ja? Okay, ich möchte gerne Marschkapazität in der mittleren Reihe erhöhen. Von daher sperre ich alle Skills, außer den Slot, den ich ersetzt haben möchte. So, jetzt gehen wir mal in mein Inventar, gehen zu meiner Hundekiste, die ich ja noch habe. Dann suchen wir uns den epischen Skill raus mit der Erhöhung der Marschkapazität für die mittlere Reihe. Und jetzt haben wir den Skill. Und jetzt gehen wir wieder zurück zu meinem Hund, gehen auf meinen Rottweiler rauf, Skill lernen. So, jetzt seht ihr, der blaue ist frei. Das heißt, ich habe jetzt diesen Skill, den epischen Skill aus der Hundekiste geholt und möchte diesen ersetzen lassen, gezielt, damit dieser blaue verschwindet und der epische dort eingefügt wird. Ja? Natürlich, wie gesagt, man kann ihn auch upgraden mit Rubine. Ich will aber keine Rubine ausgeben. Ich habe den Skill über. Von daher nehme ich jetzt diesen Skill. So, da ist er. Und wir bestätigen das Ganze. Das System warnt uns immer, okay, da ist eine Fähigkeit schon vorhanden. Möchtest du das wirklich upgraden? Ja, ich weiß das. Wir bestätigen das Ganze. Trainieren, confirm und zack, ist er ersetzt. Ja? Okay, so könnt ihr gezielt vorgehen. So, und jetzt sehen wir, der epische Skill ist genau dort gelandet, wo ich ihn haben wollte. Und so könnt ihr eure Hunde, wenn die jetzt total durcheinander sind mit Nahkampf, Kavallerie, Scharfschützen, könnt ihr so nach und nach immer diese Fähigkeitsfelder sperren, die ihr in diesem Hund belassen wollt. Lässt immer ein Slot übrig und dann lernt ihr den Skill und wisst ganz genau, okay, da geht der erlernte Skill rein und du hast dann somit gezielt deine Fähigkeit dem Hund gegeben, so wie du es haben möchtest. Sperrst du jetzt keine Felder oder keine Skills, dann würfelt das System irgendwo den Skill hin und ersetzt ihn durch einen anderen. Ja? Das wollen wir ja nicht, von daher sperren wir das immer. Anders sieht es nachher beim Tauschen aus. Ja, und wie tauscht man die Hunde am besten? Ja, also wenn in deiner Season die 15 Skill-Hunde schon draußen sind, ist eine Garantie, eine 100%ige Garantie, wenn du 2 13 Skill-Hunde zusammen tauscht, entsteht dadurch ein 14 Skill-Hund. Hast du 2 14 Skill-Hunde, entsteht dadurch ein 15 Skill-Hund durch den Tausch. Das ist garantiert, aber ehe man erstmal bis zu einem 13 Skill-Hund kommt, ist es ein langer Weg. Wir gehen mal kurz in meine Hundehütte rein. Wir haben hier meine Hunde. Ich habe hier einen 10 Skill Rottweiler und einen 11 Skill Rottweiler. Der 10 Skill Rottweiler hat 6,92 Multiplikator. Das ist richtig gut. Und dieser hat einen Multiplikator von 6,84. Ich will jetzt diese beiden Hunde tauschen. Ich will euch damit zeigen, dass ihr nicht unter den schlechtesten Multiplikatorwert fallen werdet. Ja? Also er geht nicht unter 6,8427. Die Fähigkeiten, die bleiben natürlich erhalten. Wir gehen dafür aber erstmal auf meinem Platz. So, da ist er. Das ist mein Rottweiler aus der zweiten Formation. Wir gehen wieder in meine Hundehütte rein. So. Und jetzt tauschen wir diesen legendären 11 Skill Rottweiler mit Fähigkeiten und tauschen diesen mit den 10 Skill Rottweiler mit gar keinen Fähigkeiten, aber ein super Multiplikator. Ja? Wir tippen auf meinen Rottweiler, gehen auf Tauschen, suchen uns den 10 Skill Rottweiler aus, schauen erstmal, okay, ja, okay, alles gut, ja, alles wunderbar. Die Kampfkraft 1,7 Millionen, die merken wir uns, vielleicht steigern wir diese ja sogar. Wir gehen auf Vorschau und sehen, der Multiplikator kann
entweder bleibt er bei 6,8 oder er wird, geil, oder er wird zu einem Multiplikatorwert von 7. Habe ich übrigens noch nie gesehen hier. Also dazwischen pendelt sich so der Multiplikator ein. Vielleicht haben wir Glück und wir erhalten einen Rottweiler mit einem Multiplikatorwert von 7. Habe ich noch nie gesehen. Wie gesagt, wir tauschen. So, er warnt uns nochmal. So, natürlich haben wir wieder einen legendären. Eventuell haben wir sogar Glück und machen aus den 11-Skill-Rottweiler einen 12-Skill-Rottweiler. Ja, Tatsache. Okay, was ihr jetzt seht, die Gesamtkraft, die ist gesunken. Warum ist die gesunken? Das zeige ich euch. Er hatte vorher 1,7, ja, auf Level 30. Durch diesen Tausch ist der Rottweiler aber auf Level 13 runtergefallen. Der Multiplikator ist nicht auf 7 gestiegen, er hat sich eingependelt irgendwo dazwischen und liegt jetzt bei 6,932, was wirklich richtig gut ist. Und dieser Multiplikatorwert zeigt dir auf, wie viele zusätzliche Marschkapazität dir dieser Hund gibt. Also in der hinteren Reihe sind es plus 224, in der mittleren Reihe sind das plus 228 und vorne an der ersten Reihe sind das plus 241 mehr Truppen. Ja? Das heißt, je höher der Multiplikatorwert ist, desto mehr Truppen kannst du durch den Hund mitnehmen. Hast du einen schlechten Multiplikator, musst du dir die Hunde so ertauschen, dass du immer Step by Step den Multiplikatorwert durch das Tauschen erhöhst, bis du zufrieden bist. Ja, bis, ich sag mal so, 6,5 Multiplikator, das ist schon okay. Okay, gut. Und wie kannst du jetzt Skills upgraden? Das ist ganz einfach, das zeige ich euch mal ganz schnell. Du gehst auf einen Hund rauf, wie bei mir, legendär, episch und blaue Skills. Du tippst auf Upgrade, gehst auf einen blauen Skill rauf und kannst dir aussuchen, okay, ich möchte jetzt upgraden auf episch oder direkt auf legendär. Das kostet euch Rubine und Fähigkeitssperren. Das seht ihr hier im Hintergrund. Ihr könnt aber auch direkt von blau auf legendär und überspringt den epischen Schritt. Ja? Das heißt, ihr müsst dafür mehr Rubine investieren. Aber das Gute daran ist, ich würde erstmal die blauen Skills kaufen, den Hund voll machen. Also als Free-to-Play-Spieler. Für einen Spieler, wenn du jetzt Geld ausgibst oder du hast vor, Geld auszugeben, dann gibt es ja sehr viele Angebote. Ja? Du kannst dir die Skills kaufen, du kannst dir die Skills mit Paketen kaufen, so wie es jetzt im Dezember war. Und sparst dadurch richtig viel Geld und kannst dir halt, wie gesagt, den Hund erkaufen. Ja, du kannst ja sogar jetzt auch legendäre Rottweiler kaufen. Konnte man früher nie machen. Ja, was gibt es dazu noch zu sagen? Also, die Hunde ist immer so ein Thema für sich. Wenn du unbedingt einen legendären Rottweiler haben möchtest, empfehle ich dir, richtig viele 10-Skill-Rottweiler oder Shibas, was weiß ich, zu sammeln. Tausche dir sehr viele 10-Skill-Hunde, so 6, 7 Stück. Wenn du diese zusammen hast, dann geht's los. Ne? Meistens oder ich sag mal so, aus meiner Erfahrung her, zu 90% ergibt 10 plus 10 immer legendär. Ich habe es aber auch schon gehabt, dass er auf 10 stehen geblieben ist oder auf 9 runtergefallen ist. Wenn ihr die ersten Male tauscht, ja, und er fällt runter oder bleibt stehen, macht nicht weiter. Wenn ihr beim ersten Mal tauscht und er geht gleich auf legendär und ihr habt ein gutes Gefühl, ja, dann tauscht weiter, ja, bis ihr 2 legendäre Hunde habt mit jeweils 13 Skills und die tauscht ihr dann habt ihr einen legendären Hund mit 14 Skills und dann geht es wieder von vorne los. Dann habt ihr den zweiten Hund mit 14 Skills, dann tauscht ihr die beiden, habt einen 15-Skiller Hund und habt somit für eure Formation 1 einen perfekten Hund, den ihr mit Fähigkeiten bestücken könnt. Und wie gesagt, das mit den Fähigkeiten, ihr wisst jetzt, wie das geht. Wenn ihr, wie gesagt, doppelte Fähigkeiten habt oder einen Nahkampfhund und da habt ihr Scharfschützen-Skills drin, wie gesagt, ihr habt es gesehen, ihr könnt gezielt diese Skills ersetzen lassen durch einen Fähigkeitstausch, sag ich mal so. Und wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt bezüglich der Hunde, schreibt es gerne in die Kommentare. Es ist ein sehr komplexes Thema. Ihr wisst jetzt ungefähr, wie es so funktioniert. Macht immer die täglichen Aufgaben bei den Hunden. Er tauscht viel und ich wünsche euch beim Tauschen viel Erfolg, viel Glück. Wenn ihr was habt, wie gesagt, ab in die Kommentare. Ansonsten hören wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Euer Sultai.